Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir schauen heute, ob sich die 20% Aktion für die Sanduhren, die jetzt momentan gerade wieder im Shop aktiv sind, ja, ob die sich lohnen oder nicht, ob man die kaufen sollte oder nicht, wer die kaufen sollte und ob dann eine Empfehlung von mir rausgeht oder halt eben nicht. Meine Pilze, seht ihr schon, sind für dieses Video eingeblendet. Kann ich mal ausnahmsweise, wie gesagt, machen, nur damit man die halt eben nicht daily sieht. Das ist, deswegen habe ich die ausgeschaltet, aber für so einen Anlass kann man das sehr gerne mal veranschaulichen, denn wir wollen heute schauen, okay, was passiert, wenn wir jetzt uns das 10-Euro-Paket holen im direkten Vergleich zu, was würde sein, wenn wir die 10 Euro Pilze dafür holen würden. Ich rechne mal jetzt auch so darauf, als ob die 20% Aktionen auch auf den Pilzen wären, denn dann wären hier anstatt 125 150 Pilze. Und was lohnt sich jetzt mehr? Lohnt sich die 10 Euro hier reinzustecken zur 20% Aktion oder sagt man, okay, ich nehme jetzt hier die Pilze, die 10 Euro für die Pilze und blätter jetzt gerade, wenn es jetzt hier Sanduhren steht Kopf-Event ist, nach Sanduhren. Was lohnt sich mehr? Und wo bekommt man mehr raus? So, ne? Da spielen natürlich mehrere Faktoren eine Rolle. Zum ersten ist es mal der Random-Faktor, dass halt eben, ja, man kann unterschiedlich viel Glück haben, so. Ne? Es kann sein, okay, innerhalb von den 150 Pilzen bekomme ich hier fast gar nichts. Oder ihr habt halt den kompletten Jackpot, ne? Oder es geht sich halt so einigermaßen aus, ne? Also wenn wir jetzt damit rechnen wollen würden, dass wir jetzt anstatt uns das Paket für 10 Euro kaufen und 1200 Sanduhren bekommen, jetzt die 150 Pilze in den Shop stecken zur Aktion, jetzt gerade zur Sanduhren-Aktion, dann würden wir bis auf 4845 Pilze runterblättern und dann einfach mal gucken und vergleichen, was lohnt sich mehr. Und ich würde vorschlagen, das machen wir jetzt nochmal gleich. Ich stelle hier nochmal ganz kurz den Sound ein und dann geht es auch schon direkt los. Das habe ich hier noch vorher vergessen, sorry. Ja, und dann würde ich mal sagen, starten wir das Ganze mal und gucken, wie viel Glück wir haben und ob es sich halt lohnt, mehr jetzt auf die Sanduhren zu gehen, beziehungsweise halt sich das Paket zu kaufen oder halt nicht. Es gibt halt zwei verschiedene Arten von Spielern so, ne? Zum einen muss man halt bedenken, wenn man jetzt sich jetzt nur das 10-Euro-Paket aufladen würde, dann macht es natürlich nicht so viel Sinn, also 10 Euro Pilzpaket aufladen würde, macht es natürlich nicht so viel Sinn, davon jetzt das alles im Shop auszugeben. Wer sich meiner Meinung nach nur 10 Euro, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur 10 Euro holt in Shakes and Fidget, der sollte das Geld lieber anders investieren, als sich davon im Shop Sanduhren zu blättern. Das macht keinen Sinn. Ne? Das Sanduhrenblättern-Thema würde ich eher sagen, bleibt für die Leute über, die ein bisschen mehr ins Spiel investieren und ein bisschen... Achso, ich hatte übrigens versucht, mein Gold so gut wie möglich zu runden, damit wir auch sehen, was wir an Gold dann auch natürlich verlieren. Ne? Das ist natürlich der große Vorteil, wenn man jetzt sich das Paket direkt kaufen würde für 10 Euro. Das ist schon wieder ziemlich komisch hier gerade. Wenn man sich das Paket direkt kaufen würde für 10 Euro, dann hat man natürlich eine ganz gute Goldersparnis, ne? Weil man ist nicht darauf angewiesen, jetzt hier sich das Gold für die Sanduhren zu nehmen, weil das kommt auf Dauer, wird das dann doch relativ teuer auch tatsächlich. Ihr seht jetzt schon, wir haben jetzt schon 15 Millionen Gold einfach mal so für Sanduhren ausgegeben und wir sind noch nicht mal lange drin. Ne? Also wer Tryhard spielen will und jetzt, sag ich mal, das Geld relativ egal ist, der wird sich wahrscheinlich eher dafür entscheiden, die Sanduhren hier im Shop zu kaufen. Ne? Achso, falls ihr mich da natürlich wieder supporten wollt, könnt ihr natürlich sehr gerne auch dran denken, hier im Creator-Bereich, im Creator-Code den Dorzer-Code einzugeben. Das würde mich auf jeden Fall auch immer sehr freuen. Dann werde ich da auch noch dran vergütet und dann gucken wir mal, ob sich das Ganze hier lohnt. So, wir blättern mal weiter. Ein paar Pilze hätten wir jetzt noch zur Verfügung. Wenn man jetzt sagt, okay,
ich hole mir jetzt das 100-Euro-Pilzpaket, ne? Dann bekommt man ja quasi auch ein paar mehr Pilze für sein Geld. Für 10 Euro bekommt ihr jetzt zur 20% Aktion ja 25 Pilze mehr. Ne? Also da ist jetzt nicht so der große Unterschied da. Bei 100 Euro mit 3000 Pilzen und 3600 Pilze ist da schon ein etwas markanterer Unterschied auf jeden Fall zu sehen. Und da würde ich sagen, lohnt es sich dann eher, oder das sind eher die Spieler, die in Frage kommen könnten, die etwas mehr Pilze ausgeben, auch sowas hier sich über den Shop zu holen. Ich würde auch rein aus dem Bauchgefühl sagen, dass man günstiger kommt, wenn man sich die Sanduhren im Shop blättert. Allerdings muss man mit dem Nachteil rechnen, man gibt einiges an Gold dafür aus und man muss halt schon ein gewisses Pilzkontingent auf dem Konto haben. Wenn ihr jetzt, wie gesagt, nur mit 10 Euro in der Tasche spielt, lohnt sich das eher weniger. Wenn ihr, sagen wir mal, 100 Euro aufladet, ihr habt 3600 Pilze auf dem Konto und davon sagt ihr, okay, ich gebe jetzt mal 600 Pilze aus für nur Sanduhren. So. Dann wird es sich, glaube ich, eher lohnen. Wir sind jetzt übrigens bei 1000 Sanduhren, die wir jetzt hier mittlerweile geblättert haben. Und machen wir kurz weiter, bis wir auf die 4845 runter sind. Aber bisher sieht es schon mal ganz gut aus, wenn wir jetzt hier den Shop aufrufen. Dann, warten wir mal, dann logge ich mich mal ganz kurz ein. So. Dann fehlen uns jetzt nur noch 200 Sanduhren und dann würden wir auch auf denselben Preis, sag ich mal, rauskommen wie jetzt bei den 10 Euro, die wir jetzt so aufgeladen hätten. So, jetzt sind wir hier schon, jetzt fehlt uns nicht mehr viel, jetzt müssen wir noch einmal Glück haben mit 100 Sanduhren und dann sind wir schon fertig. Und ja, ich blätter mal trotzdem so weit runter, bis wir die imaginären 10 Euro an Pilzen ausgegeben hätten zur 20% Aktion. Ne? Die müssen wir halt mit einbefließen lassen, weil es halt nur fair ist, weil die Sanduhren ja jetzt auch 20% gerade im Shop haben. Deswegen wäre es unfair, da mit dem normalen, regulären Pilzpreis zu rechnen. Aber wie gesagt, es macht halt nur einen Unterschied von 25 Pilzen zur Aktion. So, wir sind jetzt hier. Lul. Hä? Das ist ja das ist ja ein krasser Zufall. Also, wir sind jetzt genau bei 4845 Pilzen. Das heißt, wir haben exakt 150 Pilze im Shop verblättert für Sanduhren und sind auf ein Ergebnis gekommen von 1200 Sanduhren nach 150 Pilzen. Ja. Also wir haben jetzt hier anstatt 125, 150 Pilze für 10 Euro genommen und haben jetzt quasi exakt das gleiche Ergebnis erhalten wie bei dem bei dem Sanduhrenangebot für 10 Euro. Das heißt, wir haben genau 1200 Sanduhren erblättert für 10 Euro, als würde man sich quasi das Sanduhrenpaket holen wollen. So, ne? Der große Nachteil, den wir jetzt natürlich dadurch haben, ist, dass wir halt eben auch noch zusätzliches Gold investiert haben. Ne? Wir sind halt von 200 Millionen Gold auf 155 Millionen Gold runter. Das wäre halt nicht passiert, wenn man sich jetzt zum Beispiel das Sanduhrenpaket gekauft hätte. Dann hätte man sich jetzt noch zusätzlich das Gold gespart. Ne? Also bleibt jetzt halt am Ende des Tages nur die Frage über, lohnt es sich für euch? Ne? Da würde ich euch, wie gesagt, zu raten, falls ihr jemand seid, der zu Pilzaktionen nur einen Zehner auflädt oder so, um den Monat über vielleicht das effizienteste haben zu können und um sich das effizienteste leisten zu können, dann lohnt sich das Paket für euch wahrscheinlich eher weniger, weil ihr halt eben die wichtigen Sachen abdecken müsst, wie zum Beispiel 320 Alu jeden Tag und das 50er Mount. Das sind die Sachen, die müssen die Low-Budget-Pilzer damit auf jeden Fall finanzieren. Da lohnt sich so ein Paket dementsprechend natürlich nicht. Wenn ihr jemand seid, der, sagen wir mal, weiß ich nicht, 100 Euro direkt auflädt zur Aktion und sich sagt, okay, ich tue mir jetzt hier 600 Pilze auf die Seite legen, die ich jetzt durch die 20% Aktion mehr habe und die kalkuliere ich jetzt extra ein für die Sanduhren, dann würde ich sagen, okay, go for it. Ihr habt zwar trotzdem dann halt einen Goldverlust,
der aber vielleicht noch überschaubar ist, sag ich mal, ne? Also müsst ihr halt an Gold ein bisschen einbußen, habt dann aber für die 600 Pilze wahrscheinlich schon sehr gut an Sanduhren für euch vorsorgen können so. Und dann habt ihr immer noch 3000 Pilze auf der hohen Kante, mit der ihr halt dann ein paar Monate haushalten könnt oder so, ne? Je nachdem, wie euer Playstyle natürlich ist. Und man muss halt eben auch noch dazu sagen, so wie ich jetzt das Ganze hier dargestellt habe, ist es natürlich auch nicht immer der Regelfall, dass wir jetzt hier genau nach 150 Pilzen auf 1200 Sanduhren kommen. Das ist natürlich kompletter Zufall, also das ist nicht immer so, ne? Es kann auch mal viel, viel schlechter laufen, es kann aber auch mal viel, viel besser laufen. Dass wir jetzt hier genau den Schnitt erwischt haben, ist natürlich ziemlich lucky. Aber ja, vielleicht habt ihr jetzt da so ein kleines Bild mal vor Augen, wie sich das für euch eventuell lohnen könnte oder nicht. Ne? Weil ja, diese 20% Aktion mit den Sanduhren, die gibt es nun mal, die ist da. Die gibt es allerdings halt eben, wie gesagt, nur im Webshop von Shakes & Fidget. Die ist nicht im normalen Spiel oder in der App oder auf Steam oder so erhältlich. Das ist hier so ein exklusives Ding für den Webshop und bietet euch halt eben eine Option zu sagen, okay, ja, das nehmen wir jetzt hier in Angriff oder das lassen wir sein. Ne? Ja, gut. Das ist eigentlich schon so das ganze Video gewesen. Wie gesagt, wenn ihr da auf jeden Fall Bock drauf habt, dann nutzt da sehr gerne meinen Creator-Code, falls ihr vorhabt, euch Sanduhren zu kaufen. Das wird mich auf jeden Fall sehr supporten und schlussendlich ja auch die Community an sich auch, weil ich dadurch ja auch wieder ein bisschen was zurückgeben kann. Und ja, das war es soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.